Die Machtverhältnisse haben sich, zumindest in diesem Werk, verschoben. Guten Tag, ich heiße euch herzlich willkommen im Belvedere 21. Heute möchte ich mein Lieblingsbild aus der Sammlung des Belvedere vorstellen. Es ist das Werk Man Has the Phallus, Woman is the Phallus von Eva und Adele aus dem Jahr 1993. Ich habe lange Zeit in Berlin gelebt und bemerkte in meiner Nachbarschaft immer wieder einen am Straßenrand geparkten rosafarbenen Campingbus. Damals wusste ich noch nicht, wem er gehörte, erfuhr jedoch bald an der Universität von den Künstlerinnenpaar Eva und Adele und ihrem fahrbaren Untersatz. Ich habe Eva und Adele selbst nie in der Nachbarschaft getroffen, es war aber schön, sie in der Nähe zu wissen. Wer sind Eva und Adele? Seit nun etwa 30 Jahren mischt sich das Künstlerpaar unter das Publikum verschiedener Kunstveranstaltungen. Als erstes fällt ihr ungewöhnliches Aussehen auf. Mit selbstentworfenen, extravaganten Kostümen, hochhackigen Schuhen, kahl rasierten Schädeln und geschminkten Gesichtern präsentieren sie sich als ein, wie sie es selbst nennen, hermaphrodites Zwillingspaar aus der Zukunft. Durch ihr auffallendes Äußeres erwecken sie großes Interesse. Viele Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung fragen um ein gemeinsames Foto und übernehmen so die Produktion der materiellen Bilder. Eva und Adele bitten um die Zusendung der früher analogen, jetzt digitalen Fotos. Inzwischen ist ein riesiges Archiv angewachsen. Die Arbeit der beiden als Künstlerduo Eva und Adele begann 1988 auf einer Europareise im Campingbus. Sie fuhren nach Griechenland auf der Suche nach Hermaphrodit. Die für den dort entstandenen Film Hellas kreierte Erscheinung, die geschorenen Köpfe, Kostüme, haben sie seitdem beibehalten. 1991 machten Eva und Adele es dann offiziell. Mit einer inszenierten Hochzeit während der Ausstellung Metropolis im Martin-Gropius-Bau in Berlin fiel die Entscheidung für eine professionelle, strategische Umsetzung des Projekts Eva und Adele, das bis heute andauert. Auf diesen beiden Fotografien, erstellt aus vergrößerten Polaroids, sehen wir einmal Eva, einmal Adele in einem nicht näher bestimmten Raum vor einem Vorhang stehen. Sie tragen schwarze Bodys, strapse Strümpfe und schwarze, hochhackige Schuhe. Sie haben Perlenschmuck angelegt, ihre Gesichter geschminkt, die Farbe der rot bemalten Lippen passt zum ebenso roten Nagellack, ihre Schädel sind kahl rasiert. Vor ihrem Geschlecht halten sie jeweils einen großen, weißen Rettich. Entgegen der Vorstellung, dass Geschlecht von Natur aus festgelegt und unveränderlich ist, wird innerhalb der Gender Studies Geschlecht als eine soziale Konstruktion verstanden. Es sind vor allem kulturelle Akte, die Männlichkeit und Weiblichkeit entstehen lassen, wie zum Beispiel Kleidercodes, Verhaltensrepertoires, Mimik, Gestik. Diese Verhaltensnormen müssen unablässig reinszeniert werden, weshalb Geschlecht als ein sozialer Prozess verstanden werden kann, der auch veränderbar ist. Eva und Adele benennen als Ziel ihrer künstlerischen Arbeit das Recht auf geschlechtliche Selbstdefinition und arbeiten, wie sie sagen, an der Grenzüberschreitung der Geschlechter. Indem sie durch ihre künstlerische Arbeit fortwährend visuell die Überwindung der Geschlechtsgrenzen aufführen, vermag das Duo sie tatsächlich hinter sich zu lassen. Diese Praxis nennen sie Futuring. Eva und Adele halten jeweils einen großen Rettich in ihren Händen. Was mag dieses Gemüse wohl bedeuten und wieso ist es so ostentativ in die Nähe ihres Geschlechts platziert? Die Arbeit von Eva und Adele trägt den Titel Man has the Phallus, Woman is the Phallus. Also der Mann hat den Phallus, die Frau ist der Phallus. Dies ist ein Zitat aus dem Werk des Psychoanalytikers Jacques Lacan. Das lateinische Wort Phallus und das griechische Phallos bezeichnen beide das männliche Geschlechtsteil, also den Penis. Zwar stehen Penis und Phallus in assoziativer Nähe, sind aber nicht ein und dasselbe. Vereinfacht gesagt wird der Phallus als der Generator von Differenz, das Zeichen für Begehren und symbolische Macht verstanden. Wenn der Mann also den Phallus innehat und damit symbolische Macht, wird sie zum anderen und ist die Macht. Wie ist es jedoch hier im Bild der Fall? Entspricht die Darstellung Lacans Aussage, die ja der Titel der Arbeit ist? Wir sehen Adele
mit in die Breite gezogenen Schultern und Armen, den Kopf nach oben gestreckt, wie sie den Rettich im Profil und damit in seiner ganzen Größe und Pracht präsentiert. Daneben Eva, die ganz nebensächlich den Rettich an ihren Unterleib hält, weder sich noch das Gemüse dominant in Szene setzend. Adele nimmt Platz ein. Sie hat sich das Symbol der Macht angeeignet und präsentiert dies stolz. Eva scheint mit der Macht, die ihr qua patriarchaler Ordnung zugewiesen ist, nicht wirklich etwas anfangen zu können. Die Machtverhältnisse haben sich, zumindest in diesem Werk, verschoben. Der Phallus wurde zudem zum Rettich. Durch die Parodie wird die Macht des Symbols unterlaufen. Noch schlummert die Arbeit im Depot. Sie wird aber bald, schon diesen Sommer, in unserer Sammlungspräsentation im Belvedere 21 zu sehen sein. Zuvor könnt ihr euch sie schon genauer anschauen, und zwar auf unserer Website unter Sammlung online. Ich freue mich sehr, dass ich euch heute mein Lieblingswerk aus dem Belvedere zeigen konnte.